Ego-Shooter, Rollenspiele und ähnliche Games mit einer Hand zocken. Was ich mir dafür gebaut habe, wie ich es mir gebaut habe und wie das Ganze funktioniert, darüber reden wir im heutigen Video. Fast alle modernen Spiele verbindet ein großer Nachteil für Menschen mit Handicap. Und das ist die gleichzeitige Steuerung mit Maus und Tastatur. Meine Lösung dafür ist so simpel, wie sie eigentlich nur sein kann. Man nehme mir eine Maus und klebe sie an eine Tastatur. Das Ganze sieht dann so aus. Da sich das Ganze mit einer kompletten Tastatur aber schlecht umsetzen lässt, habe ich mir hier einfach die Gaming-Tastatur von Razer zugelegt. Ich muss sagen, das ist die Version 2.0, die bauen wir auch später noch zusammen. Steuerung und Programmierung der ganzen Geschichte ist relativ einfach. Wir haben die WASD-Tasten hier belegt und auf dem Daumensteuerkreuz liegen Leertaste, Shift und Steuerung für Hüpfen nach oben, Shift für Rennen nach vorne und natürlich Steuerung nach unten für Ducken. Die beiden Maustasten habe ich so auf die Tastatur gelegt, dass ich beide mit dem kleinen Finger steuern kann. Hierbei steuere ich die linke Maustaste mit der Fingerkuppe und die rechte Maustaste mit dem darunterliegenden Gelenk. So können wir gleichzeitig zielen mit der rechten Maustaste und schießen mit der linken. Um Steuerung und Shift gleichzeitig nutzen zu können, habe ich mir die Steuerungstaste hier einfach noch ein zweites Mal belegt, damit ich wie hier die Tasten auch in Kombination verwenden kann. Kommen wir zum Aufbau. Da habe ich mein Prototyp hier schon seit vielen Jahren begleitet und sichtbar abgenutzt ist, bauen wir heute die Version 2.0 gemeinsam. Ich habe mich für den Tastaturpart für das Razer Tartarus V2 entschieden. Das Ganze hat 32 programmierbare Tasten und wichtig hierbei ist auch das Steuerkreuz für den Daumen. Ich habe euch den Link dazu mit in die Beschreibung gehauen. Als nächstes brauchen wir natürlich eine Gaming-Maus. Ich habe hier noch eine alte günstige über, nichts Besonderes, reicht aber für unsere Anforderungen hier vollkommen aus. Für eine leichte Beweglichkeit auf dem Mauspad brauchen wir am besten, wie hier bei meinem alten Gerät, eine Kunststoffoberfläche. Ich habe mir hierfür eine günstige Bewerbungsmappe aus Plastik zugelegt. Sie ist fest genug, alles zusammenzuhalten, aber dabei so dünn, dass sie den Maussensor nicht irritiert. Setzen wir nun alles zusammen, testen noch einmal, ob sich auch alles gut anfühlt und dann fahren wir die Geschichte einmal am Rand mit einem Bleistift ab. Dabei ist es hilfreich, das Ganze als erstes mit doppelseitigem Klebeband kurz zu fixieren, einfach damit nichts verrutscht, bis wir alles abgefahren haben. Nachdem wir uns die Katze aus dem Bild geschafft haben, lösen wir das Ganze ab und schneiden einmal entlang der Linie. Nach einem kurzen Passtest messen wir uns noch die Öffnung für den Maussensor aus, fahren ihn einmal mit Zirkel nach und schneiden diesen ebenfalls aus. Jetzt heißt es eigentlich nur noch zusammenbauen. Ich habe mich hier für Tesa Power Strips entschieden, da sie spätere Änderungen relativ leicht gestalten. Bei der Montage der Maus müssen wir darauf achten, dass das Loch auch mittig sitzt. Bei der Montage der Tastatur müssen wir die Anti-Rutschgummis entfernen, da diese zu dick sind und eine schlechte Oberfläche für Klebstoffe bildet. Nachdem wir nun alles montiert haben, schauen wir noch schnell, ob sich auch alles gut anfühlt und dann können wir auch direkt weiter zum Test. Wir springen noch schnell in das User Interface des Razer Tartarus V2, legen uns alle Tasten, wie wir sie brauchen und starten das erste Spiel. Leider musste ich beim ersten Test schon ziemlich schnell feststellen, dass die Entscheidung, die Maus diesmal auf die linke Seite zu montieren, denkbar schlecht war. Die Steuerung ist ziemlich ungenau und wackelig, deshalb nochmal zurück ans Reißbrett und die Maus wieder auf die rechte Seite. Mit der Maus auf der rechten Seite klappt nun alles wieder wie am Schnürchen und nach einer kurzen Eingewöhnungsphase an die leicht veränderte Handhaltung steht den nächsten ausgiebigen Runden Gaming nichts mehr im Wege. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da, vergesst die Glocke nicht und verpasst keins meiner Videos rund um die Tipps und Tricks aus dem alltäglichen Handling mit einer Hand. Solltet ihr jemanden kennen, dem dieses Video weiterhelfen könnte, würde ich mich unfassbar freuen, wenn ihr es weiterleiten könntet, denn das ist mit eine der Grundideen hinter diesem Channel. Vielen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.